Heute geht es um das Thema Ankermarkierungsbojen und warum ich davon nicht sonderlich viel halte. Hi, ich bin Christoph der Bootsschrauber. Was du hier siehst, habe ich mir selbst angeeignet. Wenn du Zweifel hast, dann frag lieber einen Fachmann. Die Ankermarkierungsboje ist in der Theorie eine sehr, sehr gute Idee. Denn sie zeigt an, wenn du vor Anker liegst, wo dein Anker wirklich auf Grund liegt. Im Hintergrund könnt ihr sie hin und wieder sehen. Der kleine orange Punkt ist meine Ankermarkierungsboje und normalerweise verwende ich sie überhaupt nicht. Warum sage ich, du brauchst keine? Warum habe ich jetzt trotzdem eine und was würde ich dir empfehlen? Ich würde dir empfehlen, kauf auf keinen Fall das ganz teure Modell, weil dafür wirst du sie doch zu selten einsetzen. Ich habe eine 5-Euro-Lösung, die zeige ich dir gleich. Die ist super praktisch, wenn du sie wirklich mal brauchst. Ansonsten nimmt sie wenig Platz weg und hat vor allem wenig Geld gekostet. Wir sind jetzt hier in Griechenland auf Dokos. Das ist eine kleine Insel und schon im Dunstkreis von Athen. Man sieht hier sehr viele Charterer, die hier unterwegs sind. Und heute aktuell liegt neben uns eine Yacht, die sehr stark anders schweut als wir. Und das kommt immer wieder vor, dass wir uns sehr stark annähern, teilweise sogar bis auf 5 Meter. Der Skipper, der an Bord ist sehr verantwortungsvoll und hat ja auch am Anfang geguckt. Wir haben dann auch kurz miteinander geredet und er kümmert sich sehr gut um sein Boot. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, heute doch meine Ankermarkierungsboje zu setzen, damit sowohl ihr als auch ich sehen können, wie stehen die Boote zueinander und wie sind wir. In unserem Fall ist es so, wir haben heute 50 Meter Kette draußen. Der Anker liegt auf 10 Meter Tiefe. Und der Nachbar hat 40 Meter Kette draußen, liegt auch auf 10 Meter Tiefe. Also wir haben nicht ganz den gleichen Schwellkreis, aber es passt. Jetzt würde mich interessieren, welche Erfahrungen hast du denn mit Ankermarkierungsbojen gemacht? Was ist deine Lösung? Was würdest du favorisieren? Und stimmt das, was ich gesagt habe, dass man sie nicht braucht? Schreib es mir in die Kommentare. So, genug der Theorie. Ich würde sagen, wir gehen mal tauchen und schauen uns die Lösung an, die ich gebaut habe. Und dann kann ich dir auch gleich zeigen, warum sie gut funktioniert und welche Bestandteile sie hat. Hier sehen wir die Ankerboje von schräg unten und darunter den Schäkel. Durch diesen Schäkel läuft die Leine, die auf der einen Seite am Kopf des Ankers befestigt ist und auf der Gegenseite das Gegengewicht trägt. Hier blicken wir nach unten zum Anker. Aus der Distanz sieht man, dass sich die Ankerboje direkt über dem Anker ausgerichtet hat. Im nächsten Bild sehen wir den Anker auf dem Grund liegen und rechts darüber schwebt der Schäkel, also das Gegengewicht. Die Leinenführung kann man etwas schwer erkennen, hier der Schäkel. Von dort geht die Leine nach oben und kommt hier wieder zurück und ist dann am Kopf des Ankers mit einem Palsteg oder in meinem Fall mit einem Schnappschäkel befestigt. Ich finde, das ist eine super geniale Lösung, die vor allem dafür sorgt, dass sich die Boje immer direkt über dem Anker befindet, auch im Tidenrevier. Und es ist eine Lösung, die nichts oder nur wenige Euros kostet. Was hältst du davon? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn alle wissen, was sie tun, ist die Ankermarkierungsboje ein super Element. Wir verwenden sie äußerst selten, weil es einfach zu oft Komplikationen damit gibt. Aber du solltest sie in der Wachskiste haben. Wir verwenden sie äußerst selten und das hat den Grund, dass die Menschen um uns herum mit den Ankermarkierungsbojen nicht umgehen können. Die können damit nichts anfangen. Die wissen nicht, wozu das gut ist. Die halten das eher für eine Boje. Also man kann sein Dinghy dran festbinden oder Schwimmer halten sich da dran fest. Kann man sich ja mal ein bisschen dran ausruhen. Und andere Ankerer, gerade Charterer, die können damit auch oft nichts anfangen. Die werfen direkt daneben ihren Anker oder versuchen sogar ihr Boot daran festzuknoten. Und deswegen sind wir davon wieder abgekommen. Ankerbojen werden in Seglerforen extrem kontrovers diskutiert. Die einen sagen, sie sind super hilfreich und sollten sogar Pflicht sein und die anderen sagen, super gefährlich, auf keinen Fall verwenden. Ihr habt ja gesehen, wir sind relativ kritisch dazu eingestellt. Warum? Gibt es ein echtes Erlebnis, das kommt später, also unbedingt dranbleiben. So eine Ankermarkierungsboje, in meinem Fall ist es eine Lösung, die hat, ich behaupte mal, nur 5 Euro gekostet. Warum? Erzähle ich euch gleich. Also, ihr braucht einen Schwimmkörper, ihr braucht irgendetwas, was leicht gleitet, also einen Schäkel oder eine kleine Rolle, die ihr noch habt. Ihr braucht entweder einen Karabinerhaken oder einen Palsteg, der tut es auch.
und ihr braucht irgendein Gegengewicht. In unserem Fall ist es ein Schekel. Ihr könnt auch einen Stein nehmen und ihr braucht doppelt so viel Leine wie eure maximale Ankertiefe. Warum doppelt so lang? Das ist ja ein Gegengewicht, in unserem Fall ein Schekel. Und deswegen brauchst du auch hier etwas, was leicht läuft, damit das eben durchrutschen kann. Übrigens, du wirst immer irgendwo etwas Welle haben, das heißt, es ruckelt sich sowieso dann richtig zurecht. Wichtig ist, dass du das Gewicht nicht zu schwer wählst, da musst du vielleicht ein bisschen ausprobieren. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass am anderen Ende von diesem Gewicht, dass dann ein Palsteg drin ist. Wenn du jetzt weißt, du willst nur auf 5 Meter Ankertiefe ankern, dann würdest du den Knoten und das Gewicht vielleicht bei 8 Metern einknoten. Das heißt, du schätzt das ganz grob ab, machst einen Palsteg rein, machst dein Gewicht rein, pickst das am besten, bevor du den Anker wirfst, im Anker ein und wirfst das alles über Bord beim Ankermanöver. Ich finde das immer ein bisschen, ja, in dem Moment, wo ich Anker werfe, will ich das nicht unbedingt machen. Das heißt, ich habe sie normalerweise in der Wachskiste liegen und gehe runter, ich tauche dann runter und picke sie ein, wenn ich sie wirklich brauche. Die Ankermarkierungsboje bzw. die sogenannte Trippleine, die da dran ist, die hat auch noch eine weitere wichtige Funktion. Und zwar, wenn du die Trippleine am Kopf des Ankers einpickst, also in der Nähe der Schar, dann hat es den Vorteil, dass du damit den Anker, wenn er sich festgefahren hat, zum Beispiel unter einem Stein verhakt hat oder ähnlichem, dass du ihn nach vorne, also entgegen der Eingrabrichtung, wieder herausziehen kannst. Deswegen solltest du die Leine auch nicht zu dünn wählen. In unserem Fall hat die 6 mm und das ist eine ganz einfache Polyesterleine, die ich genommen habe. Du kannst natürlich auch irgendeine Bootsleine nehmen, irgendetwas, was du an Bord hast, aber sie sollte eben nicht zu dick sein. Und damit hast du alles zusammen, was du brauchst. Warum ist es jetzt nur eine 5-Euro-Lösung? Naja, ich behaupte mal, du hast alles an Bord, was du brauchst, mit Ausnahme vielleicht der Leine. Also, du brauchst irgendeinen Schwimmkörper. In unserem Fall ist es ein kleiner Kugelfender, der irgendwann mal im Hafen schwamm, den habe ich eingesammelt. Du kannst natürlich auch irgendetwas anderes nehmen, was schwimmt und luftgefüllt ist. Also zum Beispiel die Fischerlösung, also ein leerer Kanister, der hat auch schon einen Griff dran, da kannst du es auch dran knoten, funktioniert einwandfrei. Du kannst hier zum Beispiel auch die Fischernetzlösung machen. Ein Stück Fischernetz findest du an jedem abgelegenen Strand, irgendwo zwischen den Steinen verhakt. Du nimmst einen angespülten Kinderball und knotest das in das Netz ein. Das funktioniert genauso gut. Du brauchst irgendetwas hier, was schäkelähnlich ist oder eine kleine Rolle. Das wirst du wahrscheinlich in irgendeiner Krabbelkiste liegen haben. Du brauchst auf der anderen Seite einen Karabinerhaken oder einen Palsteg. Karabinerhaken wirst du irgendwo haben, sonst machst du einen Palsteg rein, das geht genauso gut. Und dann brauchst du nur noch ein Gegengewicht. Das kann irgendetwas aus Edelstahl sein, was du an Bord hast. Das kann ein Tauchblei sein, was du übrig hast. Das kann ein Stück alte Kette sein, was du übrig hast. Irgendetwas, was ein Gewicht hat. Kann sogar ein Stein vom nächsten Strand sein, mit einer Leine umknotet, und dann brauchst du noch die Leine. Das heißt, wenn du es schlau anstellst, kostet dich das kein Geld. Also es gibt 1000 Varianten, die nichts kosten und du die irgendwo unterwegs findest. Und falls du in Deutschland lossegelst, wirst du sie sowieso, ich behaupte mal, frühestens in Portugal irgendwo verwenden. Das heißt, du hast Zeit bis dorthin, alles zusammenzusammeln, was du irgendwo am Strand findest und was du dafür brauchst. Also kein Geld dafür ausgeben. Wenn du mich unterstützen möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die findest du alle unter dem Video. Das einfachste ist natürlich ein Like oder ein Abo. Und du kannst natürlich sehr gerne bei deiner nächsten Amazon-Bestellung über irgendeinen dieser Links, unter jedem Video findest du Links, gehen und irgendetwas bestellen, was du selbst benötigst. Dann bekomme ich eine kleine Provision. Das hilft mir natürlich. Also vielen Dank. Wir hatten auf unseren 3 Booten bisher verschiedene Anker im Einsatz. Hier siehst du unseren aktuellen Anker. Es ist ein Ultramarine Edelstahlanker und der beste Anker, den wir je hatten. Du siehst hier, wo der Anker auf dem Grund aufgekommen ist, und bereits 50 cm später hat er sich eingegraben. Wir haben den mit 1200 Umdrehungen eingefahren, den Anker. Wir haben für dich einen 10%igen Rabattgutschein von Ultramarine für den Anker und das Ankerzubehör. Details unter dem Video. Ich hatte euch vorhin gesagt, dass es ein echtes Erlebnis gibt, ein echtes schlechtes Erlebnis mit unserem eigenen Ankerball. Das kommt jetzt live und in Farbe vor 2 Jahren auf Ibiza. So, wir wollen ja weiter zur nächsten Ankerbucht, wollen uns eine schöne Ankerbucht suchen, und dazu müssen wir jetzt erstmal logischerweise den Anker lichten und
Genau, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ist ein bisschen böig gerade, aber ich glaube, das hat man schon schlimmer. Er ist jetzt vorne am Ankerball. Wir haben uns angewöhnt, einen Ankerball zu machen. Machen wir jetzt wohl wahrscheinlich auch nicht mehr. Gestern wollte uns ein Spanier den einsammeln. Kennen sie nicht. Da ist der Ankerball. Gut, Marion steuert Richtung Ankerball, das ist sehr gut. So, jetzt nähern wir uns dem Anker. Und ich sehe ihn auch schon kommen. Stopp! Hast du eingekoppelt? Ja, ich war eingekuppelt. Das ist schlecht. Ja, ich muss auch gegen den Wind halten. Jetzt hast du die Leine gefangen. Die Ankerbojenleine. Nach vorne? Ja. Nein. Wir haben offensichtlich gerade die Ankerballleine durchgeschnitten. Ich werfe Anker. Oh, hello! Please put fenders. We are drifting. Please put fenders. We have a rope in the prop. Mario und ich, wir haben uns vor 4 Jahren unseren Traum erfüllt, sind auf das Segelboot gezogen und mit unserem damaligen Segelboot, einer Dufour 39, von Hamburg um die Iberische Halbinsel bis ins Mittelmeer gestartet. Und wir haben seitdem Stürme durchlebt, haben wunderbare Zeiten in Ankerbuchten verlebt, haben Delfine gesehen und eine wunderbare Zeit genossen. Mehr davon siehst du auf hafenkino.blog. Schon zu Beginn hattet ihr ja aus Marions Kommentar entnehmen können, dass wir den Ankerball wahrscheinlich nicht mehr einsetzen würden. Und dieses Erlebnis war dann der endgültige Ausschlag zu sagen, wir setzen die Ankerboje nicht mehr ein, nur noch in seltenen Fällen. Und wenn ich sie wirklich einsetze, dann werfe ich sie nicht beim Ankerwerfen mit, sondern ich tauche extra runter und picke sie danach auch ein, wenn ich sie denn wirklich brauche. Und genauso beim Ankeraufmanöver gehe ich auch vorher runter, picke sie aus, wickel sie auf, sodass sie nicht mehr in die Schraube geraten kann. Wenn du dieses Video hilfreich fandst, dann schau dir das Video an.